An Chanukka wird das jüdische Lichterfest gefeiert, als Zeichen der Erneuerung. In die deutsche Sprache übertragen bedeutet Chanukka Weihung. Der Grund, warum die Juden dieses Fest feiern, ist die Vertreibung der Griechen aus dem Tempel von Jerusalem im Jahr 164 v. Chr. Die Griechen hatten den Tempel besetzt und unreine Tiere, zum Beispiel Schweine, hineingetrieben und den Altar zerstört. Dadurch wurde der Tempel entweiht. Eine kleine Gruppe gesetzestreuer Juden kam und vertrieb die Griechen mit ihrem Viech aus dem Tempel. Sie wollten den Altar wieder aufbauen und den Tempel reinigen. Dazu mussten sie zuerst das heilige Licht in der siebenarmigen Menora wieder anzünden. Im Tempel fanden sie jedoch nur noch ein Fass mit heiligem Öl, mit dem die Menora wieder zum Leuchten gebracht wurde. Dieses Öl hätte nur noch für einen Tag gereicht. Und da geschah ein Wunder. Das Öl reichte dann für 8 Tage, denn es dauerte immer 8 Tage, um neues Öl aus Oliven herzustellen. Nachdem aber das Öl 8 Tage reichte, gab es auch wieder neues Öl und der Tempel konnte neu eingeweiht werden. Zentrales Element beim Chanukka-Fest ist das Anzünden des achtarmigen Leuchters, welcher Chanukia genannt wird. Die Leuchter haben zusätzlich einen 9. Arm, welcher Schames oder auch Diener genannt wird und seinen Namen alle Ehre macht, weil mit seiner Hilfe die anderen Kerzen Abend für Abend angezündet werden. Dies dauert 8 Tage, bis schließlich alle Kerzen leuchten. Chanukka fällt nach dem jüdischen Kalender in den Monat Kislev und nach unserem Kalender in die Weihnachtszeit. Nicht nur die Chanukia ist ein Symbol zu diesem Fest, sondern mit diesem Leuchter kommen auch weitere Traditionen. Weil man den Leuchter ursprünglich mit heiligem Öl anzündete, werden an Chanukka Speisen gegessen, die in Öl gebraten werden, wie zum Beispiel Latkes, also Kartoffelpuffer, und auch Krapfen. Ein weiteres wichtiges Symbol ist der Dreidel. Der Dreidel ist ein vierseitiger Kreisel. Jede Seite ist mit einem hebräischen Buchstaben beschriftet: Nun, Gimel, Hey und Shin. Dies sind die Anfangsbuchstaben eines Spruches, der übersetzt ein großes Wunder geschah dort bedeutet. Das Spiel geht so: Jeder Spieler bekommt 20 Taler, Nüsse oder Smarties, in unserem Fall sind es Rosinen. In die Schale legt man 2 Stück hinein. Dann beginnt der Jüngste mit dem Spiel. Wenn der Dreidel gedreht ist und liegen bleibt, sieht man oben auf der Seite einen Buchstaben und handelt danach. Wenn keine Münzen mehr in der Schale vorhanden sind, dann muss jeder Spieler 2 Münzen in die Schale legen. Außerdem werden am 8. Tag des Chanukka-Festes Geschenke für die Kinder überreicht. Dieser Brauch ist ein Zeichen für eine gewisse Anpassung an die christlich geprägte Gesellschaft, in der Weihnachten zu einem Fest wurde, bei dem Geschenke eine zentrale Rolle spielen.